Hallo, in diesem Video legen wir gemeinsam ein Matrix-Produkt an und erzeugen aus diesem mehrere Variantenartikel. Um dies zu machen, öffnen wir einfach einmal die Artikelübersicht und klicken oben auf Neu. Als Beispiel legen wir einfach mal ein T-Shirt an. Das bedeutet einfach T-Shirt mit einem Wolfslogo und nennen es deshalb am Ende Matrix-Produkt. Ich hinterlege einfach mal einen Standardlagerplatz. Und weitere Informationen sind vorerst gar nicht so relevant. Das, was wirklich wichtig ist, dass ein Matrix-Produkt niemals ein Lagerartikel sein sollte. Das heißt, das Einzige, was ihr anklicken müsst, ist hier das Matrix-Produkt und Speichern. Ohne diese Checkbox habt ihr oben diesen Reitemisch, den wir gleich benötigen werden. Bevor wir dies tun, können wir aber einfach einmal in die Eigenschaften reingehen und bereits auf dem Matrix-Produkt, weil dies auch an den Shop übermittelt wird, entsprechend Eigenschaften hinterlegen. Das heißt beispielsweise die verschiedenen Größenvarianten als auch die Farben, die wir gleich nutzen möchten, um das Produkt anzulegen, beziehungsweise alle entsprechenden Varianten dazu. Ihr könnt das natürlich über neue Eigenschaften machen oder aber auch, so wie ich das hier gemacht habe, einfach entsprechende Vorlagen definieren. Diese Vorlagen könnt ihr einfach in dem Modul Eigenschaften Vorlagen anlegen. Das bedeutet die Bezeichnung angeben und speichern. Dann habt ihr die Option hier mit dem Pfeil entsprechend weiter zu hüpfen und die einzelnen Möglichkeiten zu hinterlegen. Nun gehen wir nochmal zurück in unser Produkt und hinterlegen, bevor wir die Varianten erzeugen, ebenso einen Einkaufspreis als auch einen Verkaufspreis. Denn auch diese Informationen können entsprechend an die Varianten vererbt werden. Das heißt, wir öffnen nun einmal die Matrix-Produktübersicht und können hier entweder in der Standardansicht, also diese hier, oder aber in der Listenansicht arbeiten. Ich persönlich präferiere die Standardansicht, weswegen wir hier wieder hin zurückgehen. Grundsätzlich, damit ihr verschiedene Varianten habt, braucht ihr natürlich entsprechende Matrix-Gruppen. Das heißt, in dem T-Shirt-Beispiel ist es ganz klassisch die Größe und einmal die Farbe. Nun seht ihr natürlich, dass ich nur eine bzw. zwei Varianten hätte. Wir müssen natürlich weitere Optionen hinzufügen, damit wir die Varianten bilden können. Das bedeutet Farbe beispielsweise schwarz, Farbe grün und Farbe rot. Bei den Größen würde ich jetzt einfach einmal S, M und L hinterlegen. Und so ergeben sich schon 9 verschiedene Variantenartikel, die wir nun anlegen können. Wenn ihr regelmäßig dieselben Gruppen habt, bietet es sich an, diese vorher anzulegen. Das könnt ihr in dem Modul Matrix-Produkt machen. Das heißt, hier könnt ihr die entsprechenden Größen anlegen. Das hat den Vorteil, dass ihr auch diesen Matrix-Import per CSV nutzen könnt. Das bedeutet, diese gesamte Übersicht, die wir uns jetzt hier gebaut haben, lässt sich auch per CSV entsprechend ansprechen. Das Ganze ist ein Helpdesk-Beitrag, den wir in der Videobeschreibung verlinken, etwas tiefer erklärt. Nun möchten wir aber unsere Variantenartikel anlegen. Das heißt, wir markieren alle und klicken auf fehlende Artikel erzeugen. Bevor wir dies tun, werden wir erstmal gefragt, wie die Artikelnummer von den Varianten aussehen soll. Meistens wird damit gearbeitet, dass ihr mit einem entsprechenden Suffix-Trennzeichen arbeitet und eine Folgenummer habt. Das heißt, der Hauptbestandteil der Artikelnummer ist identisch. Das heißt, in meinem Beispiel die 1030 wäre das Matrix-Produkt. Und zusätzlich kommt dann ein -1, 2, 3 etc. bis Variante Nummer 9 dahinter. Das heißt, wenn ihr nach der 1030 sucht, würdet ihr nicht nur das Matrix-Produkt finden, sondern auch alle einzelnen Varianten zusätzlich. Das kann sehr viele verschiedene Vorteile bringen. Das heißt, wir speichern jetzt einfach einmal und legen entsprechend alle diese Varianten an. Wie ihr seht, haben wir den EK ja vorher gepflegt und auch den VK. Und wie ihr seht, wurden die entsprechend mit übernommen. Natürlich sehen wir auch den Lagerbestand hier drin. Das heißt, das kann zur Übersicht ganz nett sein. Da die einzelnen Produkte aber noch keine Lagerartikel sind, können wir natürlich noch gar keinen Bestand sehen. Das heißt, wir können hier auch über die Massenbearbeitung arbeiten und wirklich rein eine Matrix oder ein Matrixprodukt mit allen Varianten anpassen und müssen nicht über die Gesamtübersicht gehen und können natürlich hier auch den Lagerartikel wählen.
Das mache ich jetzt einfach einmal schnell. Und nun sind alle Varianten auch als Lagerprodukt angelegt, im Gegensatz zu dem Matrix-Produkt. Denkt dran, das Matrix-Produkt darf niemals ein Lagerartikel sein. Ich lege jetzt einfach mal in der Variante 002 entsprechend einen Lagerbestand an, damit wir in der Gesamtübersicht sehen, wie das Ganze aussieht. Auch der Standardlagerplatz wird übernommen. Das heißt, wenn ihr solche Informationen von vornherein habt, bietet es sich an, diese im Matrix-Produkt zu hinterlegen. So, nun sehen wir, wenn ich einmal aktualisiere, dass wir für dieses Produkt auch einen Bestand haben. So habt ihr eine globale Übersicht und könnt gut damit arbeiten. Ich hoffe, dies hat euch schon etwas gebracht und wünsche euch viel Spaß im nächsten Video.